Du hast über 650 Muskeln im Körper und die alle zu lernen, hört sich erstmal grauenvoll an. Vor allem, weil manche gefühlt exorbitant lange Namen haben und sich auch irgendwie eher wie Harry Potter Zaubersprüche anhören. Expecto Patronum, Quadratus Lumborum. Aber eigentlich sind die Namen der Muskeln gar nicht so schlimm. Und ich stelle jetzt mal die steile These in den Raum, dass dir diese Namen sogar beim Lernen helfen. Denn die Namen deiner Muskeln verraten dir schon so einiges. Und genau das schauen wir uns in diesem Video an. Da deine Muskeln dir jede Menge Hinweise geben, die du beim Anatomielernen nutzen kannst, habe ich sie in verschiedene Kategorien eingeteilt. Starten wir doch direkt mit der ersten Kategorie, nämlich die Muskeln, die ihre Lokalisation verraten. Ja, genau, die meisten Muskeln verraten dir schon, wo sie liegen. Schauen wir uns doch mal ein paar Beispiele an. Das hier ist der Musculus pectoralis major und der verrät dir schon, dass er in der Brust liegt. Pectoralis stammt nämlich vom Begriff pectus und das bedeutet die Brust. Daher ist der Musculus pectoralis dein Brustmuskel. Oder der Musculus biceps brachii, der verrät dir, dass der Bizeps am Oberarm liegt. Denn brachii ist die Genitivform von brachium und das ist der Begriff für den Oberarm. Und dieser kleine Hinweis ist auch gar nicht so unwichtig. Denn wusstest du, dass es nicht nur einen Bizeps im Körper gibt? Ja, es gibt nicht nur den einen Bizeps in deinem Oberarm, sondern auch einen in deinem Oberschenkel. Den Musculus biceps femoris. Femoris, das kommt von Femur, dem Oberschenkel. Also ist der Musculus biceps femoris der Bizeps des Oberschenkels. Und falls du die Fachbegriffe für die Knochen und die Körperabschnitte noch nicht kennst, dann gibt es die alle zusammengefasst in unter 20 Minuten in diesem Video hier oben. Aber bleiben wir mal gerade noch bei der Muskulatur deiner Oberschenkelrückseite. Vielleicht hast du ja schon mal von der ischiokruralen Muskulatur gehört oder kurz den Ischios. Ischiokrurale Muskulatur hört sich erstmal komisch und kompliziert an, aber wenn du die Fachbegriffe für die Knochen bzw. Körperabschnitte schon kennst, dann kannst du dir das auch schon herleiten. Ischio, das kommt vom Os ischii, deinem Sitzbein, also der Teil deines Beckens, auf dem du sitzt. Das sind diese knöchernen Ausbuchtungen unten. Und krural, das kommt von dem Begriff Crus, deinem Unterschenkel. Daher handelt es sich bei der ischiokruralen Muskulatur um die Muskeln, die vom Os ischii, also von deinem Sitzbein, bis zum Unterschenkel hinunterziehen. Und das ist unter anderem der gerade eben erwähnte Musculus biceps femoris und zusätzlich noch die beiden Semimuskeln, der Musculus semimembranosus und der Musculus semitendinosus. Von dieser Art von Muskeln, die ihre Lokalisation verraten, gibt es jede Menge. Daher werde ich zu diesem Thema und auch zu den folgenden Kategorien noch separate Videos erstellen. Also, wenn du diese Videos nicht verpassen willst, dann abonniere gerne den Kanal und je nachdem, wann du dieses Video schaust, dann sind die auch schon hier im Video unten drunter in der Videobeschreibung verlinkt oder im jeweiligen Abschnitt oben als kleines i. Es gibt aber auch Muskeln, die verraten dir ihre Lage. Und damit meine ich nicht die Lage im Körper, die haben wir uns ja gerade schon angeschaut. Viele Muskeln haben nämlich noch kleine Wörtchen hinten angehangen, die dir ihren Lagebezug verraten. Wir haben zum Beispiel den Musculus tibialis anterior. Das ist dieser längliche Muskel, der hier vorne an deinem Schienbein entlangläuft. Und genau das verrät dir eigentlich auch schon sein Name. Denn tibialis, das kommt von tibia, deinem Schienbein, und in anterior, da steckt schon die Vorsilbe der Präfix ante drin. Und das meint immer so etwas wie vorne oder vor. Also ist der Musculus tibialis anterior der vordere Schienbeinmuskel. Und gleichzeitig gibt es auch noch einen Musculus tibialis posterior. Dieser Muskel ist hier aber gerade nicht zu sehen, denn wie du dir vielleicht schon herleiten kannst, wenn du das Video zu den Lage- und Richtungsbeschreibungen schon gesehen hast, bedeutet posterior, dass er auf der Rückseite liegt. Also auf der Rückseite deines Schienbeins. Schauen wir uns aber noch zwei Beispiele an, die dir ihre Lage verraten. Zum Beispiel die verschiedenen Anteile des Musculus quadriceps, deinem vierköpfigen Oberschenkelmuskel. Da gibt es zum einen den Musculus vastus medialis. Und an dem Medialis erkennst du, dass das der Muskelstrang ist, der weiter zur Körpermittellinie gelegen ist, also weiter mittig gelegen. Denn medial, das kommt von medium, der Mitte. Und sein Gegenspieler, das ist der Musculus vastus lateralis, der auf der Außenseite deines Oberschenkels liegt. Denn lateral, das kommt von latus, der Seite, und bedeutet dementsprechend seitlich gelegen.
Und auch in dieser Kategorie gibt es noch jede Menge Muskeln, die hier dazugehören können. Denn die Muskeln verraten dir wirklich sehr oft, wo sie liegen. Aber auch dazu gibt es nochmal ein separates Video. Aber was verraten dir die Muskeln noch? Viele Muskeln verraten dir ihre Größe. Ein gutes Beispiel für Muskeln, die ihre Größe verraten, sind die Gesäßmuskeln, die auch als Glutealmuskulatur bekannt sind. Der wohl bekannteste von ihnen ist der Musculus gluteus maximus. Das ist dein größter Gesäßmuskel. Und genau das sagt dir auch schon sein Name. Maximus bedeutet nämlich am größten. Das ist so gesehen der Superlativ. Größer geht's also nicht mehr. Es gibt aber noch darunter verborgen den Musculus gluteus medius. So gesehen der mittelgroße Gesäßmuskel. Denn medius kommt auch wieder von medium, der Mitte. Und wenn es einen Musculus gluteus maximus, also einen größten Gesäßmuskel gibt, und einen Musculus gluteus medius, also einen mittelgroßen, dann muss es ja auch noch einen kleinsten Gesäßmuskel geben. Und das ist der noch unter dem Musculus medius versteckte kleine Muskel, der Musculus gluteus minimus. Minimus bedeutet also immer sowas wie am kleinsten. Und das ist so gesehen der Superlativ von minus, von klein. Es gibt aber noch weitere kleine Begriffe, die dir die Größe des Muskels verraten. Schauen wir uns dafür mal deine Brustmuskulatur an. Dort haben wir einen ziemlich großen Vertreter, nämlich den Musculus pectoralis major. Den Begriff Pectoralis hatten wir zu Beginn schon einmal. Kannst du dich noch daran erinnern? Pectoralis, das kommt ja von dem Wort pectus, der Brust. Und major, das verrät ja die Größe. Das bedeutet nämlich größer. Also ist der Musculus pectoralis major der größere Brustmuskel. Aber wenn er der größere ist, dann muss es ja noch einen kleineren geben, oder? Ja, und der ist ziemlich versteckt unter dem großen Brustmuskel. Der Musculus pectoralis minor. Und das Wörtchen minor bedeutet so viel wie kleiner. Das ist so gesehen der Komparativ von minus. Und wenn dir noch weitere Muskeln einfallen, die ihre Größe verraten, egal auf welche Art und Weise, dann schreib sie unbedingt mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, auf welche Muskeln ihr alles kommt. Aber jetzt genug mit dem ganzen Größenwahnsinn. Gehen wir weiter zur nächsten Kategorie, nämlich der Kategorie an Muskeln, die ihre Länge verraten. Ein gutes Beispiel dafür ist der Musculus adductor brevis. Das ist dieser kurze Muskel hier und das Wörtchen brevis verrät dir, dass dieser Muskel ganz schön kurz ist. Und bei den Adduktoren gibt es auch noch einen Musculus adductor longus, den längeren der beiden Adduktorenmuskeln. Longus, das bedeutet nämlich immer lang, aber das kann man sich ja aus dem Deutschen auch schon super einfach herleiten. Und diese beiden Begriffe, also Longus und Brevis, die tauchen in allen möglichen anderen Muskeln auch wieder auf. Zum Beispiel in den Unterarmmuskeln. Dort haben wir, nur um ein Beispiel jetzt mal zu holen, den Musculus palmaris longus. Das ist der lange Muskel, der in die Handinnenfläche zieht, also nach Palma. Wie du hier auch wieder schön siehst, stecken die Lage- und Richtungsbezeichnungen wirklich in allen möglichen Muskeln nochmal drin. Und falls dich dieses Thema interessiert, verlinke ich dir das ausführliche Video dazu einmal unten in der Videobeschreibung. Aber wenn wir gerade schon bei den Musculi adductoris waren, also bei deinen Adduktorenmuskeln, kommen wir doch damit direkt schon zur nächsten Kategorie, nämlich die Muskeln, die ihre Funktion verraten. Ja, es gibt jede Menge Muskeln, deren Name dir direkt schon ihre Hauptfunktion verrät. Wir hatten ja gerade über den Musculus adductor brevis und den Musculus adductor longus gesprochen. Und abgesehen von ihrer Länge verraten sie dir auch schon ihre Funktion. Nämlich die Adduktion, also das Heranführen des Beines zurück zur Körpermittellinie. Es gibt auch noch ziemlich offensichtliche Begriffe, wie zum Beispiel die verschiedenen Flexoren in deinem Unterarm. Aber es gibt auch eher unoffensichtliche Muskeln, die ihre Funktion verraten. Zum Beispiel der Musculus sartorius. Das ist dieser quer über deinen Oberschenkel verlaufende Muskel. Der Begriff sartorius kommt vom lateinischen sator und bedeutet der Schneider. Daher wird er im Deutschen auch oft als Schneidermuskel bezeichnet. Denn der Schneidermuskel hat seinen Namen daher bekommen, da er genau die Bewegungen ausführt, die für den Schneidersitz verantwortlich sind. Und wenn du das weißt, dann kannst du dir auch die Funktionen dieses Muskels ganz einfach herleiten, indem du einfach selbst schaust, welche Bewegungen in Hüfte und Knie ausgeführt werden,
um in den Schneidersitz zu kommen. So, und abschließend für diese Kategorie müssen wir einmal die Unterarmmuskeln wegnehmen, damit wir den Musculus pronator quadratus auch sehen können. Der befindet sich nämlich hier am distalen Unterarm. Und er unterstützt seinem Namen schon zu entnehmen die sogenannte Pronation. Das ist das Drehen deines Unterarms, sodass die Handinnenfläche nach unten zeigt. Quasi kannst du dir das merken, wie wenn du ein Brot hältst. Pronation und das Brot halten bzw. schneiden. So merkst du es dir ganz einfach. Aber dieser Muskel verrät dir nicht nur seine Funktion, sondern auch seine Form. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich die Muskeln, die ihre Form verraten. Hier hatten wir ja gerade den Musculus pronator quadratus und das Quadratus in diesem Muskelnamen verrät dir seine Form, nämlich dass sie viereckig bzw. quadratisch ist. Schauen wir uns aber mal noch ein paar andere Vertreter an, die ihre Form preisgeben. Zum Beispiel hätten wir hier noch den Musculus deltoideus. Der wird im Deutschen auch oft als Delta-Muskel bezeichnet. Deltoideus, das kommt vom griechischen Wort Delta und das steht für die Zahl 3. Und Deltoideus ist dementsprechend dreieckig. Ich habe mir das auch immer ganz einfach mit dem Fluss Delta gemerkt. Das läuft ja auch dreieckig zusammen. Ein weiteres Beispiel für einen Muskel, der seine Form preisgibt, und dafür müssen wir das Skelett jetzt einmal umdrehen, das ist der Musculus trapezius. Das ist dieser riesengroße, trapezförmige Muskel im Bereich deines oberen Rückens. Und zum Abschluss schauen wir uns noch einen Muskel an, nämlich den Musculus piriformis. Das ist dieser quer verlaufende Muskel in deinem Gesäß. Und wenn du das Video zu den Handwurzelknochen schon angeschaut hast, dann weißt du auch schon, was piriformis bedeutet, nämlich birnenförmig. Und piriformis und birnenförmig kann man sich ja auch ganz gut merken, finde ich. Aber Vorsicht, hier besteht die Verwechslungsgefahr mit dem Wörtchen pisiforme. Und das meint eigentlich erbsenförmig und hat was mit den Handwurzelknochen zu tun. Gut, schauen wir uns jetzt mal die Muskeln an, die dir ihren Verlauf verraten. Und die bekanntesten Vertreter dafür sind deine Bauchmuskeln. Zum einen haben wir den Musculus transversus abdominis. Der Begriff Abdominis, der verrät dir schon seine Lokalisation. Das kommt nämlich von Abdomen, deinem Bauch. Und transversus, das bedeutet so viel wie quer verlaufend. Der Musculus transversus abdominis ist also der quer verlaufende Bauchmuskel. Und wenn wir uns die Faserrichtung mal hier etwas genauer anschauen, dann macht diese Bezeichnung auch ziemlich Sinn. Und eine Schicht oben drüber haben wir den Musculus obliquus internus abdominis. Auch wieder einer der Muskeln, der extrem lang ist. Musculus und Abdominis, das haben wir ja schon geklärt, das sind die Bauchmuskeln generell. Und Obliquus, das bedeutet schräg. Damit ist also der schräg verlaufende Bauchmuskel gemeint. Den Begriff Obliquus kennst du vielleicht auch von den englischen Fachbegriffen für die schräge Bauchmuskulatur, die sogenannten Obliques. Und eine Schicht oben drüber haben wir den Musculus rectus abdominis. Und das Wörtchen rectus verrät dir immer, dass er gerade verläuft. Der Musculus rectus abdominis ist also der gerade verlaufende Bauchmuskel und das ist der Muskel, der auch für das Sixpack verantwortlich ist. Aber das waren noch gar nicht alle Bauchmuskeln, denn es gibt noch eine Schicht, nämlich mit schräger Bauchmuskulatur, der Musculus obliquus externus abdominis. Und damit kommen wir zur letzten Kategorie an Muskeln. Sie verraten dir nämlich ihre Tiefe. Gerade hatten wir den Musculus obliquus internus abdominis und hier haben wir jetzt nochmal den Musculus obliquus externus abdominis. Und das, worin sie sich namentlich unterscheiden, verrät dir auch ihre Tiefe. Internus bedeutet nämlich innen und externus bedeutet außen. Daher ist der Musculus obliquus internus abdominis derjenige der schrägen Bauchmuskeln, der innen liegt. Und der Musculus obliquus externus abdominis ist derjenige, der außen liegt und auch wirklich die äußerste Schicht der Bauchmuskulatur ausmacht. Ein anderes gutes Beispiel sind die Zwischenrippenmuskeln. Da haben wir einerseits die Musculi intercostalis interni. Dröseln wir den Fachbegriff nochmal kurz auf. Musculi ist die Pluralform von Musculus, also die Muskeln. Intercostalis, da haben wir inter, das bedeutet zwischen, und costalis kommt von costa, der Rippe, also die Muskeln zwischen den Rippen. Und zum Schluss dann noch interni. Das ist die Pluralform von internus, also innen gelegen.
Die Musculi intercostalis interni sind also die innen gelegenen Zwischenrippenmuskeln. Und wenn es die internen gibt, dann gibt es natürlich auch die externen, die Musculi intercostalis externi. Und die liegen natürlich außen. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf fällt dir das Lernen der Muskeln garantiert nicht mehr so schwer. Beziehungsweise du kannst sie dir vielleicht jetzt schneller und besser merken. Also, wenn dir dieses Video gefallen und weitergeholfen hat, zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben und abonniere auch gerne den Kanal, damit du die nächsten Videos zu den Muskeln nicht verpasst und dieser Kanal auch endlich mal wächst. Und natürlich kannst du das Video auch jederzeit deinen Anatomie-Lernbuddies zuschicken. Denn ganz im Ernst, ich hätte dieses Video gerne gehabt, bevor ich die Muskeln gelernt hätte. Ansonsten bleib gesund und neugierig und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!